Lass uns mit deinem Gebet erhöhen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we want to thank you that you have protected us through the day and we can gather here again. wir möchten dir danken, dass du uns über den Tag hinweg beschützt hast und dass wir uns jetzt hier wieder versammeln können. I want to ask you that you would be with us and help us to understand your word. Und ich möchte jetzt bitten, dass du mit uns sein mögest und dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. And that it may change our hearts. Und dass es unser Herz verändern möge. And please be with our brothers and sisters who are on their way. Und bitte begleite auch unsere Geschwister, die auf der Reise sind. And I want to ask you this and thank you, Jesus. Und wir möchten darum bitten und dir danken in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so this morning we were looking at this last reform line. Also heute Morgen haben wir uns hier diese letzte Reformlinie angeschaut. Okay, and we put in place that when you understand all the prophets are speaking about the end of the world. Und wir haben da einen Platz gesetzt, dass wenn wir verstehen, dass alle Propheten über das Ende der Welt sprechen, Okay, that we were showing that both Daniel and John were pointing to this time period right here, this where history was going to repeat. und sowohl Daniel als auch Johannes auf diese Zeit hingewiesen, wo die Geschichte sich wiederholen wird. Okay, Daniel was showing the four beasts coming up out of the sea where the four winds were blowing. Daniel hat diese 4 Tiere aufgezeigt, die aus dem Meer aufkamen, als die Winde geweht haben. And John is paralleling that with the 1260. Und Johannes setzt diese selbe Geschichte parallel mit der 1260. Okay, so we understand the Sunday Law crisis is represented by this 1260 years from the Sunday Law to the final review. Und wir verstehen, dass also die Sonntagsgesetzkrise durch diese 1260 Jahre dargestellt wird, vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. Okay, so I just want to take this fractal and bring it down here, Ich möchte jetzt aber dieses Fraktal nehmen und es dann hier unten ausspannen. because when we study God's word, we are told that we are to rightly divide the words of truth, right? Denn wenn wir Gottes Wort studieren, dann wird uns gesagt, dass wir das Wort Gottes richtig teilen sollen. Now, you've got some truths that are placed on a point of time, right? Und manche Wahrheiten, die werden an einem bestimmten Zeitpunkt markiert. But you've got some truths which are speaking or teaching about a period of time. Wohingegen man dann andere Wahrheiten hat, die über eine bestimmte Zeitspanne etwas lehren. For instance, the 1260, it's a symbol, right? Beispielsweise die 1260 ist ein Symbol. Is it a period or a point? Ist das ein Zeitpunkt oder ist es eine Zeitperiode? It's a period, right? Das ist eine Zeitperiode. Therefore, it has a beginning and an end, right? Und deswegen hat es einen Anfang und auch ein Ende. Now, you can take the beginning point and just talk about the beginning as an individual truth, right? Und man könnte dann den Anfangspunkt nehmen und einfach nur über den Anfang sprechen als eine individuelle Wahrheit. And you can take the end point and talk about the end point as an individual truth. Und man kann dasselbe auch mit dem Endpunkt machen und das auch als eine individuelle Wahrheit betrachten. But when you want to talk about the 1260, it's a period that has a beginning and an end, right? Aber wenn wir uns die 1260 als Ganzes betrachten, dann es ist eine Zeitspanne, die einen Anfang und ein Ende hat. So some truths are points, some truths are periods, and they're all symbols, right? Also einige Wahrheiten, die sind Punkte, wohingegen dann andere Wahrheiten Zeitperioden beschreiben. For instance, Das sind right? Symbole. The trumpets. How many trumpets are there? Also beispielsweise die Posaunen. Wie viele Posaunen gibt es? 7 trumpets, right? 7 Posaunen. Is it a point or a period? Und ist das ein Punkt oder ist das eine Spanne, Zeitspanne? Well, if you're going to take all 7 trumpets, it's a period of time, right? Und wenn du
alle 7 Posaunen nimmst, dann ist es eine Zeitspanne. But if you just take one of the trumpets, it would be marking a point in time, right? At least when they begin. Yeah, yes, at least when it begins, the point that it, Aber wenn du dann eine Posaune nehmen würdest, dann könnte man zumindest, wenn sie anfangen, es als einen Zeitpunkt markieren. okay. For instance, if we go to the first woe, right, it has a beginning point which you can take as an individual point, right? Wenn du zum Beispiel zur ersten Wehe kommst, dann hat es einen Anfangspunkt, was du als eine individuelle Wahrheit betrachten kannst. Okay, but it also has an end point which is an individual point, right? Aber es hat auch einen Endpunkt, was dann auch wieder ein individueller Punkt ist. But the first woe as a whole is a period of time, right? Aber die erste Wehe als Ganzes, als eine Zeitspanne, ist eine Zeitspanne. Right? And it might seem like I'm teaching you to suck eggs, but most people don't think of that. Das mag jetzt vielleicht irgendwie was sein, was ihr vielleicht schon alles wisst, aber es gibt auch viele, die einfach gar nicht über solche Sachen nachdenken. Okay, because now what I want to lay on top of this, we've gone through this already, is I want to look at these 4 beasts that rose up here, which Sister White says is the final rise and fall, or the Final rise, no, final overthrow. of all final overthrow of all earthly kingdoms, right? Also wir wollen uns jetzt hier diese 4 Königreiche nochmal anschauen, wo Ellen White sagt, dass sie den finalen Umsturz aller irdischen Herrschaft darstellen. Okay, so what I've done is I've taken this fractal here and I've just placed it down here, right? Was wir also letztendlich hier gemacht haben, wir haben das Fraktal hier genommen und es dann hier unten ausgespannt. But this fractal here is just a repeat of this one, right? Aber dieses Fraktal hier ist einfach nur eine Wiederholung von diesem hier. Because there's no new thing at the end of the world. Denn es gibt nichts Neues hier am Ende der Welt. So, okay, but this right here from 1798 to 1844 is one symbol, right? Aber das hier von 1798 bis 1844 ist ein Symbol, Right? richtig? And that one symbol is a symbol made up of the 7 thunders, right? Und dieses eine Symbol ist ein Symbol, was durch die 7 Donner dargestellt wird, Right? richtig? So if you want to use the 7 thunders as a symbol, it's a period of time that begins with the time of the end and leads to the closed door, right? Also wenn du 7 Donner als ein Symbol nehmen möchtest, ist es eine Zeitspanne, was mit der Zeit des Endes anfängt und zum Ende der Gnadenzeit führt. Right. So this whole fractal here is a truth all by itself, right? Deswegen dieses gesamte Fraktal hier, ja, das große, ist eine Wahrheit, die eine Wahrheit an sich ist. And it's made up of lots of individual truths that go into it, right? Diese große Wahrheit an sich, die ist zusammengesetzt durch viele individuelle Wahrheiten, die man dann zusammenführen muss. Okay. Now you'll see why I'm saying this in a moment, right? Und ihr werdet gleich sehen, warum ich das so ausdrücke. Okay. So let's go to Revelation chapter 6. Und lasst uns deswegen erstmal zur Offenbarung 6 gehen. Now, how we're bringing all this together is all based upon principles, right? Because God doesn't change, right? Wie wir das alles zusammenbringen, basiert alles auf Prinzipien, denn Gott verändert sich nicht. Okay. So, now, let's just begin and let's go to verse 1. Lasst uns in Offenbarung 6, Vers 1 anfangen. It says, I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the 2nd seal, I heard the 2nd beast say, Come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. And when he had opened the 3rd seal, I heard the 3rd beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse,
and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. See thou hurt not the oil and the wine. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed him. And power was given unto him over the 4th part of the earth to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Okay, so Also bis Vers 8. first 4 seals, right? Das waren jetzt die ersten 4 Siegel. What's specific about those first 4 seals that's different from the last 3? Also was ist jetzt hier unterschiedlich zwischen diesen ersten 4 Siegeln in Bezug auf die letzten 3? Okay. Yes, but that's not what I'm asking. What did you say, Daniela? The 4 beasts, right? Also die 4 Tiere sind hier mit den ersten 4 Siegeln verbunden. Okay, it's true that there are 4 horses there, but Und the es stimmt point, auch, sind auch 4 Pferde hier, aber der Punkt ist, okay, where do we see these 4 beasts and these 4 horses elsewhere? wo sehen wir diese 4 Tiere und diese 4 Pferde noch sonst wo in der Bibel? Zechariah, right? Sacharja. Okay, and what does it represent? Und was stellen sie dar? Okay, let's go to Zechariah, right? Lass uns zu Sacharja gehen. Because the Bible always explains itself, right? Die Bibel, die erklärt sich ja immer selbst. Right, so verse 8. Sacharja 1, Vers 8. It says, I saw by night, and behold a man riding upon a red horse, and he stood among the myrtle trees that were in the bottom. And behind him there were red horses speckled in white. There's 4 horses there, right? Also 4 Pferde sind hier markiert. Now they're not exactly the same colors that you see here in Revelation 6, but nonetheless they're still 4, right? Also sind jetzt nicht unbedingt genau dieselbe Farbe wie in Offenbarung 6, aber es sind trotzdem immer noch diese 4 Pferde. It says, and the man that stood among the myrtle trees answered and said, these are they whom the Lord hath sent to walk to and fro through the earth. Vers 10. And they answered the angel of the Lord that stood among the myrtle trees and said, we have walked to and fro through the earth, and behold, all the earth sitteth still and is at rest. So Vers 11. where are they? Wo sind sie hier? Okay, let's pay attention, not worry about that. Where are they? Wo befinden sie sich hier? After the 1260, when everything's at rest. Okay, What was that the question? after the 1260, where's the 1260? Read the next verse, Sandra. Lies nochmal den nächsten Vers, Vers 12. And the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these 70 years? So what's 70? Was sind hier die 70 Jahre? What's 70? 70 years, right? Also im Deutschen ist direkt 70 Jahre. 70 years captivity in Babylon was a parallel to what? 1260. Und Captivity in spiritual Babylon. 70 Jahre im buchstäblichen Babylon ist ein Parallele zu der 1260 im geistlichen Babylon. Right? Richtig? Okay, so okay, I don't want to lose my place. Just hold that a minute. What was my point this morning? When Daniel saw 4 beasts coming up out of the sea, what was blowing? Als Daniel diese 4 Tiere aus dem Meer aufsteigen hat sehen, was hat da geweht? 4 winds, 4 right? Winde. And the 4 winds are held by the 4 cherubims, right? Und die 4 Winde, die sind durch die 4 Cherubim zurückgehalten. So these 4 beasts in Revelation chapter 6 are the 4 cherubims, right? Deswegen diese 4 Tiere hier aus Offenbarung 6 sind auch diese 4 Cherubim. Right? Richtig?
Yes, okay. I want some. Don't look elsewhere. Let's look here because I want to make sure that you just get. to make sure that I understood you correctly, you said these 4 beasts are the 4 cherubims, or what did you say? The 4 beasts that say, "Come and see." Yes. Okay, then I Yes. translated it correctly. Yes. So, okay. So what I want you to understand is that the 4 beasts that say, "Come and see," are also talking about these 4 horses, right? Also diese 4 Tiere, die sagen, komm und sieh, die sprechen ja dann auch über diese 4 Pferde. And what have these 4 horses been doing? Und was haben diese 4 Pferde gemacht? What have they been doing, Daniel? Was haben sie gemacht? Yes, that's what I'm asking. What have these 4 horses been doing? Also hier in Sacharja, was haben die gemacht? The end of verse 10. Von Vers 10 kann man das lesen. Yeah, they've been walking to and fro through the earth, right? Ja, sie sind hin und her in der Erde umher gewandert. Who walks to and fro through the earth according to the book of Job? Und gemäß dem Komm, Buch sie- Hiob, wer wandelt dort auf und ab in der Erde? Yes, Satan walks to and fro, right? Das ist Satan gewesen. So these horses, right, which is a symbol of Egypt in the Bible, right? Also diese Pferde, die ein Symbol für Ägypten sind in der Bibel, Okay, a representation of forces that are affecting the church, right? sind eine Darstellung von Mächten, die einen Einfluss auf die Gemeinde ausüben. So we've always understood that the seals is an external influence upon God's church. Und das haben wir immer so verstanden, dass die Siegel letztendlich einen externen Einfluss darstellen, der auf die Gemeinde einwirkt. And we know that it's the cherubims that hold those 4 winds and loose those 4 winds, right? Und wir verstehen, das sind die Cherubim, die die Winde lösen, aber auch halten. Okay, so the time period of these 4 seals is from when to when? Deswegen die Zeit dieser 4 Siegel reicht von wann bis wann. When did the first seal begin? Wann fing das erste Siegel an? Yes, but so I'm just asking, when did it begin? When did the church begin to go forth conquering and to conquer? Das ist also eine Parallele, wie gesagt wurde, hier mit der ersten Gemeinde, mit Ephesus. Und wann war das? Wann ging die Gemeinde vorwärts, siegreich um zu siegen? Come on, guys. When did they go forth as a pure, shining church, conquering and to conquer? After Pentecost? Pentecost, right? Das war Pfingsten. Right, now we're getting somewhere, right? So, right at the beginning here, what message comes at the Sunday law? Also genau hier am Anfang, welche Botschaft kommt hier zum Sonntagsgesetz? It's like honestly, it's like watching paint dry sometimes. What we've done this so many times. First temple cleansing, which message comes? Revelation 18, right? Erste Tempelreinigung, es ist die Botschaft von Offenbarung 18. And what does Sister White say Revelation 18 is? Und was sagt Ellen White? Was stellt die Botschaft von Offenbarung 18 dar? What does she parallel it to? The Pentecost, Ja, sie vergleicht es mit dem Spätling mit Pfingsten. right? So the point that I'm making, right, is that once you have this outpouring, right, they begin to go forward conquering and to conquer, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass sobald sie diese Ausgießung haben, gehen sie siegreich vorwärts, um zu siegen. Okay, so now if we go back to Revelation chapter 6. Oh, I didn't put that in. Wenn wir zurückgehen zu Offenbarung Kapitel 6 Right? Go to the 4th seal. und dann zum 4. Siegel kommen. It says, and when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, come and see. Also das ist jetzt Vers 7. And I looked, and behold, a pale horse, and his name sat on him was Death, and hell followed him. And power was given unto them over the 4th part of the earth to kill with the sword, and with the hunger, with death, and with the beasts of the earth. What time period was this? Bis Vers 8, also welche Zeit beschreibt das jetzt hier? The time of Jezebel, right? Das ist die 1260. Das war auch die Zeit von Isabel. From 538 to 1798, right? Von 538 bis 1798. Okay, but it's not this whole Sunday law I'm referring to, right? I'm just saying it was 530 to 1798. Right? Also ich möchte jetzt dieses Siegel hier nicht in das gesamte Sonntagsgesetz hier platzieren. Ich möchte einfach nur
darauf hindeuten, es war von 538 bis 1798. Okay, so if the first one is going forth conquering and to conquer and is marking Pentecost, right, it would be right here at the beginning, right? Also wenn das erste Siegel ja die Zeit markiert, wo die Gemeinde siegreich vorwärts geht, um zu siegen, markiert das ja Pfingsten, was dann hier ist. Right, and here we have 4 beasts, right? Und hier haben wir 4 Tiere, Right, richtig? and we know that the Lord held these 4 beasts, right? Und wir verstehen, dass der Herr diese 4 Tiere gehalten hat, richtig? And we know that it's those 4 cherubims, which are these ones that say, "Come and see," right? Und wir verstehen, es waren ja dann jeweils diese 4 Cherubim, die jeweils gesagt haben, komm und siehe. And that the 4th beast represents 1260, right? Und dass das 4. Tier hier diese 1260 markiert. So in this seals here, you've got 3 horses followed by a 4th horse, right? Deswegen in den Siegeln haben wir 3 Pferde, gefolgt von dem 4. Pferd. And the 4 cherubims are marked in this time period because it represents a time of trouble, right? Und die 4 Cherubim, die sind hier dargestellt in einer Zeit der Trübsal. Because when you get to the end of the 1260 right here, what do you come to? Denn wenn du hier zum Ende dieser 1260 kommst, wohin gelangst du dann? You come to a time of peace, Du right? kommst dann hier zu einer Zeit des Friedens. What did they come to at the... There's 4 horses there. Which time period were they at the end of the 70 years? Also in Sacharja 1 gab es ja die 4 Pferde und zu welcher Zeit kamen sie dann am Ende der 70 Jahre? Was haben wir in Sacharja gelesen? It's like really. Sometimes I don't know. It's like really hard work, right? There's 4 horses. 1, 2, 3, and the 4th one is a parallel to the Also 1260. es gab Right? die 4 Pferde in Sacharja und das 4. ist dann eine Parallele zu der 1260. Right? There's 4 horses in Zechariah. 4 Pferde in den Siegeln, 4 Pferde bei Sacharja. And they're at a time of peace, and he says, we've been walking to and fro through the earth, right? Und sie kommen dann am Ende zu einer Zeit des Friedens und sie sagen, wir sind hin und her auf der Erde umhergewandert. Okay, so it's just 2 parallel truths, right? Es sind einfach 2 parallele Wahrheiten. Because when we come to the 5th seal, Denn wenn wir jetzt zum 5. Siegel kommen, verse 9, Vers 9, and when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell in the earth? And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest for a little season. Right? also bis Vers 11, sollten ruhen für eine kurze Weile. So at the end of this 4th horse, they're now resting. Right? Also am Ende dieses 4. Pferdes kommen sie jetzt für eine kurze Zeit zur Ruhe. Right? Richtig? Okay, so my question comes back to you. Why is there 4 cherubims marked in the first 4 seals? Also die Frage an euch jetzt, warum sind hier 4 Cherubim in diesen 4 Siegeln hier markiert? Den ersten 4 Siegeln. What does God want us to learn from that? Was möchte Gott, dass wir daraus lernen? Who are the 4 cherubims? Wer sind die 4 Cherubim? No, I didn't say that. Who are they? Wer sind sie? What do they represent? Was stellen sie dar? That's people in the Lord. Yes, but they are the 2 anointed ones, right? Yes. Moses and Elijah, right? Sie sind die 2 Gesalbten, das ist Mose und Elia. So when you go to Revelation 11, Moses and Elijah, what have they been given power to do? Also wenn du zur Offenbarung 11 kommst, was wird Mose und Elia dort für eine Vollmacht gegeben? Shut up. To do what, Daniela? Yes, to loosen, bind, right? Zu lösen und zu binden. Okay, they can bring down plagues as often as they will, and they can also shut up the heavens that it rain not, right? Also sie können die Plagen so oft herniederbringen, wie sie möchten, und sie können auch den Himmel verschließen, dass es nicht regnet. Okay, so what I would suggest is that those 4 cherubims are there because they're just symbolizing this whole time period where the winds are being held, right? Also
Ich würde deswegen vorschlagen, dass es deswegen 4 sind, weil es hier diese gesamte Zeit dann abdeckt, wo die 4 Winde gehalten werden. So no matter how much trouble is going on in here, the Lord wants you to know that He's in control. Those things are entirely being controlled by Him, right? Also letztendlich, egal wie viel Trübsal hier in dieser Zeit vor sich geht, der Herr möchte uns wissen lassen, dass er in vollständiger Kontrolle ist, was in dieser Zeit hier alles geschieht. Right? Richtig? So, but how many seals is there? Aber wie viele Siegel gibt es insgesamt? 7, right? 7 Siegel. Okay, so let's just go back up here, right? So you've got 1, 2, 3, 4, and the 5th is this time of peace, right? Also wir haben hier die ersten 4 Siegel und das 5. Siegel markiert ja dann diese kleine Zeit des Friedens. Okay, so this is just a repeat of this, right? Und dieses Sonntagsgesetz ist ja einfach nur eine Wiederholung von diesem Sonntagsgesetz. But before we go there, what about the 6th seal? What happens when we get to the 6th seal? Aber bevor wir dahin kommen, was passiert hier unter dem 6. Siegel? Right? It says, "And I beheld, and when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth." Ab Vers 12 bis Vers 13 haben wir So I'm gelesen. going to do this, right? What do we see? Also was sehen wir jetzt hier? Come on, who's the student of prophecy? What do we see? Wer ist hier ein Student der Prophetie? Was sehen wir hier? How are we to look at things? Wie sollen wir die Dinge betrachten? How is the Lord teaching us things? Wie lehrt der Herr uns die Dinge? Here's line upon line, right? But how else? Linie auf Linie, aber wie sonst noch? No, we're not arguing with the shaking of the heavens. That isn't what I'm Shows asking. you the end from the beginning. Yeah, he shows you the end from the beginning. Ja, But das zeigt dir das Ende vom Anfang. okay, where are we right now in time? Wo befinden wir uns hier gerade Prophetic time, in der actually. prophetischen Zeit? Okay, we're just before midnight. What's midnight been marked by in history? Also wir befinden uns momentan gerade kurz bevor Mitternacht. Und was stellt das prophetisch gesehen dar? No, not the cross. Where are we? What are we right before? What point was marked in prophetic history by this where we are now? Also was war in der Prophetie markiert mit der Zeit, wo wir uns gerade jetzt befinden? Okay, in some sense, the 5th day of the 4th month, right? Mitternacht war der 5. Tag des 4. Monats. But that takes you to where? Und das bringt dich dann wohin? To Ezekiel, right? Zu Hesekiel Kapitel What was 1. the Lord showing Ezekiel? Und was hat der Herr dem Hesekiel gezeigt? Okay, so how is the Lord? Okay, He's teaching us wheels within the wheels. What do you see? Look at the board. Tell me what you see. Also Hesekiel hat die Räder in den Rädern gesehen und was seht ihr hier auf den Tafeln? Oder auf der Tafel? Where's the wheel within a wheel? Wo ist hier das Rad in dem Rad? Come on. Look, you know what I mean, right? I think so. Okay, right. Okay, I'll make sure I'm not going insane. You can tell me what I mean. I mean, you want to show now, basically, this wheel here in this picture. Or what do you want to see? No, okay, no, okay. I'm probably being very vague, but it's just my mind. I don't want to tell you. I want you to think for yourself, right? I put this symbol on there, right? So if it's a wheel within a wheel, what are we looking for? Okay, I know what you mean. Okay, now explain what I mean. You mean this now? Yes. Okay. So what explain what I've just done? I mean, yeah, if we look at the Millerite history, right, we have 1798, 1833, Yes. August 11th, 1840, and we understand that this is just another thing for this, but all this is also a time of trouble. Yes, Okay. right. So in this sense, if this is a whole time of trouble, you just see it here in the small fractal, and this would be this. Yes, so if I was to take this fractal now and drag it down and spread it here, I've got it here, but let's just take this one and spread it over a bit. You have this paralleling this, right? Also wenn man jetzt dieses Fraktal hier nimmt und das ausspannt und man würde das jetzt hier ausspannen und wirklich dann 1:1 parallel setzen, dann wäre
diese Wegmarke parallel jetzt hier. So this is a wheel, right, within a wheel, right? Deswegen, das hier ist ein Rad innerhalb des kompletten Rads. Right? Richtig? That's how you have to look at things, right? You have to see the repeating patterns at different levels, right? Das ist, wie du die Dinge betrachten sollst. Du sollst diese sich wiederholenden Muster auf verschiedenen Ebenen dann erkennen. Believe me, every single thing there has been placed there as a piece of a puzzle that we have to work out based upon all these principles, right? Können wir ruhig glauben oder vertrauen, dass alle Kleinigkeiten dort in der Bibel so platziert sind, dass sie ein Teil des Puzzles sind, das wir ausarbeiten müssen, basierend auf diesen Prinzipien. Okay, so now, it's also at the end, right? Dieser Fall der Sterne ist auch am Ende. Because this was the marking the lift up your heads for your redemption draweth nigh, right? Das markiert ja, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Right? So August the 11th was also paralleled with what history in our time? Der 11. August wurde auch womit parallel gesetzt in unserer Zeit? 9/11. Mit 9/11. And the great buildings being brought down was foreshadowing what? Und die großen Gebäude, die dort niedergebracht worden sind, schatten was voraus? The destruction of Jerusalem, the 7 last plagues, right? Zerstörung Jerusalems, die 7 letzten Plagen. Which is the shaking of the heavens and the earth, right? Und das ist nichts anderes als die Erschütterung des Himmels und der Erde. So you can see you've got these repeating patterns at many different levels, right? Deswegen, wir haben diese sich wiederholenden Muster auf vielen verschiedenen Ebenen. So if you were to take a watch, right, and take the back of it, these old-fashioned watches, right, take the back of it, what would you see? Also wenn du jetzt so eine altertümliche Uhr nehmen würdest und das hintere Teil abnehmen würdest, was könntest du dort drin sehen? Many wheels and cogs, right, all different sizes. Also viele verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen mit verschiedenen Größen. But they're all work in harmony and they're all perfect, right? Aber die alle arbeiten in völliger Harmonie und sie sind perfekt ineinander And abgestimmt. this is what the Lord wants us to see, the perfect harmony of these wheels within wheels, right? Und das ist genau das, was der Herr uns auch erkennen lassen möchte, nämlich diese perfekte Harmonie zwischen den Rädern in den Rädern. Okay, so my question, I was making this point the other day. When you get to this point, 9/11, did the 7 last plagues pour out? Nun, der Punkt, den ich letztes Mal gemacht habe und die Frage, die ich an euch gestellt habe, am 11. September sind die 7 letzten Plagen dort ausgegossen worden. No, but the winds began to blow and then they got restrained, right? Nein, sind sie nicht, denn die Winde haben angefangen zu wehen, aber dann sind sie auch sofort wieder eingeschränkt worden. What happens at the beginning here to the winds? Was passiert hier am Anfang mit den Winden? So what happens to them here? Dasselbe, sie werden gelöst und eingeschränkt. Was passiert folglich mit ihnen hier? So the 4 winds are Dasselbe. restrained here, the 4 winds are loosed and restrained here, the 4 winds are loosed and restrained here, and the 4 winds are loosed, fully loosed here, right? Not restrained anymore, right? Also die 4 Winde werden gelöst und gehalten hier, gelöst und gehalten hier, gelöst und gehalten hier, aber hier am Ende werden sie völlig gelöst werden. Because the 6th trumpet is the second coming of Christ, right? Denn die 6 seals, excuse me, das 6. Siegel, das beschreibt ja hier die Wiederkunft Christi. right? But the Lord says, hold, 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 right? Aber der Herr sagt hier, haltet, 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 haltet. Now, if we were to take this down to the smaller fractal, what is this waymark? Und wenn wir das jetzt hier aufs kleinere Fraktal übertragen würden, was wäre diese Wegmarke? Just if you come down to this one right here in our time, this one would be this one right here, Das wäre ja dann hier diese Wegmarke. right? So, yes, so you've got 2014, you've got midnight cry, civil Sunday. What's this waymark? Also 2:14 Mitternacht, Mitternachtsruf, ziviles Sonntagsgesetz. Und was ist diese Wegmarke hier? Yes, a minute, but what's taking place there? Mitternachtsruf, aber was findet da statt?
Yes, and some, the investigative judgment, right? Also Tempelreinigung ist zwar richtig, aber Untersuchungsgericht. So he can't come. He's asking him to hold it there because he's got a work to do in the sanctuary, right? Also er kann da noch nicht kommen. Er sagt deswegen, haltet es hier noch, weil ich noch ein Werk im Heiligtum zu tun habe. And I'm trying to remember if we read that quote this morning. I'm sure we did, but it says that while Christ is working the sanctuary, it says that the nations. We read it yesterday night. You read it yesterday. I had it in my notes, but maybe we didn't read it this morning. But they're held in check. The one, the Mass 1847. Excuse me. Just pull that up. It's taken from, got it here. It's taken from early writings, I think. Yeah, early writings 85.3. Also frühe Schriften 85.3 im Englischen. Can you translate it? You can do it if you read. Everybody seems to do it quicker than me, but. Okay, das Deutsche, das kommt jetzt auch in die Livestream-Gruppe. Right, early writings 85.3. Everybody there? Yes? Okay, it says this view was given in 1847, when there were but very few of the Advent brethren observing the Sabbath, and of these but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now the fulfillment of that view is beginning to be seen. The commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out, but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. Right? So this is speaking about 1848, which is the Sunday law, right? Das Zitat spricht ja jetzt letztendlich dann über die Ereignisse von 1848, was dann das Sonntagsgesetz war. So you got these two pharaohs, right? Also wir haben die zwei Pharaonen hier. 1848, right? 1848, 1848. These two Sunday laws, right? Die zwei Sonntagsgesetze. So it says, but to a short period just before they are poured out while Christ is in the sanctuary. It marks that there Christ is in the sanctuary. Also es markiert hier, dass Christus noch im Heiligtum ist. And it's just the bigger wheel of when you get down here while Christ is in the sanctuary. Investigative judgment of the living, investigative judgment of the dead. Und das hier ist ja einfach nur das größere Rad von dem, was hier ist, wo Christus hier auch im Heiligtum ist. Das ist aber das Untersuchungsgericht an den Lebenden, hier ist das Untersuchungsgericht an den Toten. Right, so this morning we were looking at this big fractal, 2 times the trouble, time of peace, right? Und heute Morgen haben wir uns dieses ganz große Fraktal angeschaut. 2 Zeiten der Trübsal, hier und da. Und das hier, die Reformlinie, ist eine Zeit des Friedens. It's a wheel within a wheel, right? Deswegen, diese kleinere Darstellung ist also ein Rad in diesem größeren Rad. Right? But when you come into the wheel here, right, you see the same again. 2 times the trouble with a time of peace in the middle, right? Wenn du halt in das kleinere Rad kommst, dann siehst du dasselbe. Du musst da wieder 2 Zeiten der Trübsal mit der kleinen Zeit des Friedens in der Mitte. And we know that this is the end, 1798, the time of the end, right? Wir verstehen, dass das hier das Ende ist, die Zeit des Endes 1798. But we also know the 1260 is 1798, right? Aber wir wissen auch, die 1260 bringt uns ebenso zu 1798. So the big fractal teaches us that 1798 to 1844, right, is this time of peace, right? Also dieses allergrößte Fraktal zeigt uns hier, dass letztendlich von 1798 bis 1844 diese Zeit des Friedens ist, was dann auch in dem kleineren Fraktal dann hier ebenso dargestellt wird. Right? Richtig? What began on October 22nd, 1844? Und was fing am 22. Oktober 1844 an?
of the dead, right? Das Untersuchungsgericht an den Toten. So don't claim to fully understand that, but it's marking it there, right? At this level, the big fractal, the judgment of the dead. At the smaller fractal, judgment of the living, right? Also ich gebe jetzt nicht vor, das im vollsten Sinne schon verstanden zu haben, aber es markiert es hier, dass es hier das Untersuchungsgericht an den Toten ist und hier dann am Mitternachtsruf das Untersuchungsgericht an den Lebenden. Okay. Now, so, okay, when you understand this point, that when the Lord wants to pour out the 7 last plagues, Christ says, hold, 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 hold. It's pointing to which work? Also wenn der Herr jetzt hier die 7 letzten Plagen eigentlich ausgießen möchte, aber dann sagt der Herr, haltet, 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 auf welches Werk weist das dann hin? Where is he? Wo befindet er sich? Where is he? Knock at it. Where is he? Wo ist er? Und What did you say, Margaret? also ich klopfe hier extra, wo befindet sich der Herr? Okay, I gave you a clue. Hold, 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 hold. Where is he? Ich habe euch einen Hinweis gegeben mit haltet, 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 haltet. Wo No, befindet I'm er sich? telling you the answer. Where is he? At the door. What do you mean? Where does he put the blood on? He says, my blood, Father. My blood, my blood, my blood. Where does he put it on? Also wo legt er Okay, so where is he? das Blut hin auf diese 4 Hörner des Altars? In the sanctuary. Also wo befindet er sich? Yes, where in the sanctuary? I'm Im being very Heiligtum, aber specific. wo im Heiligtum? Ich möchte He's sehr, sehr standing genau sein. by the golden altar, Er right? steht dort am goldenen Altar. Okay. And when you go in the Bible to the golden altar, what is it marking? Und wenn du in der Bibel zum goldenen Altar kommst, was markiert es? The 7 trumpets. Die 7 Posaunen. Oh, yeah. What's the 7 trumpets typified? Und was schatten die 7 Posaunen voraus? The 7 last plagues, Die right? 7 letzten Plagen. So he's at the golden altar. The Father wants to pour out the 7 last plagues that are prefigured by the 7 trumpets, and he's saying, "My blood, Father, my blood, my blood, my blood." Right? Also er steht dort am goldenen Altar und der Herr möchte die 7 letzten Plagen ausgießen, die durch die 7 Posaunen vorausgestattet werden. Und dann steht er dort am Altar und sagt dann, mein Blut, Vater, mein Blut, mein Blut, mein Blut. Right? Because he puts the blood on the 4 horns, right? Denn er tut ja das Blut auf diese 4 Hörner drauf. Okay, so we just paralleled Zechariah chapter 1 to Revelation chapter 6, right? Und wir haben ja eben gerade Sacharja Kapitel 1 mit Offenbarung Kapitel 6 verglichen. Richtig? Okay, so I just had the thought in my head. But go to Zechariah chapter 1. Gehen wir dann Nearly nochmal forgot my- noch mal zu Sacharja 1. Verse 18. Sacharja 1, Vers 18. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, what? 4 horns, right? Also das ist im Deutschen ist das schon Kapitel 2, Vers 1. And I said unto the angel that talked with me, what be these? And he answered, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. And the Lord showed me 4 carpenters. Then said I, What come these to do? And he said, and he spake, saying, These are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head. But these are come to free them, to cast out the horns of the Gentiles, which lifted up their horn over the land of Judah, to scatter it. Also im Deutschen ist es Kapitel 2, Vers 1 bis 4, was wir gelesen haben. So, who was the carpenter? Wer war ein Zimmermeister? Christ. Christus. And Christ means the anointed one, right? Und Christus heißt ja der Gesalbte. So who's the 4 carpenters? Deswegen, wer sind die 4 Zimmermänner hier? The 4 cherubims, they're the 4 anointed ones, right? Die 4 Cherubim, sie sind die 4 Gesalbten. Right. They're come to stop these 4 horns from doing this scattering work, Die right? kommen jetzt und stoppen diese 4 Hörner von diesem Zerstreuungswerk. In a little time of peace, right?
und hier in dieser kleinen Zeit des Friedens. Okay, so, okay, now I just want to show you a parallel. Go to the book of Joel. Ich möchte euch die Parallele zeigen dazu. Gehen wir dazu zum Buch Joel. All the prophets are speaking the same thing, right? Alle Propheten sprechen über dasselbe. So, verse 20. Chapter? Sorry, Joel chapter 2 and verse 20. Joel Kapitel 2, Vers 20. But I will remove far off you from you the northern army, right? And if you come down to verse 25, Wir haben jetzt hier den ersten Teil gelesen, wo steht, ich werde von euch weit weg tun, diese nördliche Armee. Und jetzt gehen wir zurück oder runter zu Vers 25. and I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm. How many insects? Wie viele Insekten hier? It's very easy to see that these 4 insects are the 4 horns that were scattering Jerusalem, right? Also es ist sehr leicht zu sehen, dass diese 4 Insekten, diese 4 Hörner sind, die Jerusalem zerstreut haben. Because they represent an army. They're this northern army, the work that they were doing. Denn sie stellen hier eine Armee dar, diese nördliche Armee, die dieses Werk der Zerstreuung tat. So this statue that comes up here, who is it? Deswegen diese Statue, die hier aufkommt, wer ist es? It's the king of the north, Das right? ist der König des Nordens, die nördliche Armee. It's a combination of church and state and is represented by 4 beasts or 4 kingdoms, right? Also es ist die Verbindung von Kirche und Staat und wird dargestellt durch 4 Tiere oder 4 Königreiche. These are these 4 horns, right? Das sind diese 4 Hörner. It's real easy to see. You've always got this number 4 representing this work of Satan walking to and fro, right? Trying to disrupt and tempt God's people. Es ist einfach zu sehen, es ist dieses Werk Satans, wo er hin und her wandert, um letztendlich Gottes Werk zu hindern und Gottes Volk zu zerstören. Okay, so when we come back to the 6th seal, Wenn wir jetzt zurückkommen zum 6. Siegel, he gets held in, right? da wird Satan gehalten oder die Winde werden gehalten. Until the 7th, right? Bis hinab zum 7. Okay, so the 6th they're going to begin to loose, but they get held, and it will be fulfilled here at the 7th, right? 6. fängt an hier, da werden die Winde gelöst, aber werden wieder gehalten, bis hinab zum 7. And the 7th was prefigured by 9/11, Aber das 7. Siegel ist vorausgeschattet worden durch den 11. September. right? Richtig? Because 9/11 marks those great buildings coming down, men's heart failing them for fear, right? Weil der 11. September markiert ja, wo diese großen Gebäude runterkamen und wo das menschliche Herz vor Furcht verging. Typifying the 7 last plagues, right? Und das schattet die 7 letzten Plagen voraus. Which is the 6th seal. Das ist auch das 6. Siegel. That's what you see in it. So, what we have then, so when we come to here, we have 1, 2, 3, 4 seals repeating, right? Deswegen, was wir letztendlich haben, ist dann ja diese Wiederholung hier dieser 4 Siegel unter dem Sonntagsgesetz. Right? Richtig. So, what I want to do is, because when you have this whole fractal, right? Und was ich aber jetzt tun möchte, ist, wenn wir jetzt das gesamte Fraktal hier uns anschauen, The 7 seals must fit into that, right? dann müssen ja die 7 Siegel da auch hineinpassen. Right? Because it's the beginning to the end, and all the prophets are speaking about the end of the world, right? Denn es ist ja der Anfang bis hinab zum Ende und alle Propheten sprechen über das Ende der Welt. So, but we know, right, that this fractal here, or this wheel, is just a smaller version of this one. That's what we've been looking at, right? Aber wir verstehen ja, dass dieses Fraktal oder dieses Rad hier einfach nur eine kleinere Darstellung von dem gesamten Rad, von diesem gesamten Fraktal ist. Okay, so I can take these two and basically combine them together, right? Deswegen kann ich folglich einfach diese beiden nehmen hier und miteinander verbinden, übereinander lagern. Right? So I can take the 6th seal, put it here,
Deswegen kann ich das 6. Siegel auch nehmen und auch hier in das erste Sonntagsgesetz setzen. It gets held Es wird gehalten until the end, right? bis zum Ende. Right? And you have the fifth seal right in the middle, right? Und man hätte dann hier in dem Sinne das 5. Siegel genau in der Mitte. In some aspect, but really the fifth seal is also here and here because it's the little time of peace before and after, right? Aber das ist halt das Prinzip davon und deswegen das Prinzip des 5. Siegels kann man dann auch hier in der kleinen Zeit des Friedens sehen oder in dieser kleinen Zeit des Friedens sehen. Right? Okay, so you get the point that I'm making with the seals. Dann könnt ihr den Punkt nachvollziehen, den ich gemacht habe über die Siegel. Okay. Okay, we will stop there on that because I don't want to overload your brain with some other thoughts now because then you'll just lose those ones. Also wir werden jetzt erstmal hier stoppen, und denn ich möchte nicht eure Gedanken überladen mit weiteren Gedanken, sondern ich möchte erst, dass ihr das hier versteht. But Ezekiel, right, when he looked at these things, it was all confusion to him, right? Aber Hesekiel, als er sich diese Sachen angeschaut hat, dann war das im ersten Moment alles Verwirrung für ihn. But the longer he looked at it, everything became like a perfect, everything, he saw that everything was in perfect harmony, right? Aber jedenfalls, je länger er darauf geblickt hat, hat er immer mehr erkannt, dass alles in vollkommener Harmonie war. So that's what we've got to do. We've got to go to each one of these things and look at it all by itself. Take the symbol, look at it. Is it a point or is it a period, right? Deswegen, das ist auch, was wir tun müssen. Wir müssen zu diesen Darstellungen jetzt hingehen und schauen, zeigt das jeweils einen Zeitpunkt auf oder eine Zeitspanne. So it's like a jigsaw, right? You take the first big piece, right, and you stick the piece of the puzzle down first, right? So wie ein Puzzle. Man nimmt sozusagen das erste große Puzzleteil und setzt das einfach mal hin. Then everything else, it says, because it's the effect of how many visions? Every vision, right? Und alle anderen Details, denn es sagt ja, es ist die Erfüllung einer jeden Vision. Okay, so therefore we know that everything must go in there. So we start taking the pieces and fitting it in based upon the principles. Deswegen diese ganzen Details sind dann alle diese Sachen, diese ganzen anderen Puzzleteile, die ganzen Informationen, die wir dann da hier hineinsetzen können. And as we've been seeing, as we go lower, right, we then have the same thing repeating again, and we go lower and lower and lower. It's just repeating patterns over and over and over again, right? Dann können wir halt tiefer gehen und dann sieht man sich das letztendlich dieselben Informationen auf der geringeren Ebene, aber selbe Muster, und man kann wieder tiefer gehen und es wiederholt sich dasselbe Muster immer und immer wieder. So what eventually we will have, right, is a Sunday law from beginning to end with every single story in the Bible marked and a point all going all the way along it so you know exactly what's going to come in order from beginning to end, right? Also was wir letztendlich haben werden, ist, wir haben die Geschichte dann vom Sonntagsgesetz, vom Anfang bis zum Ende, und jede Geschichte der Bibel haben wir dann irgendwo hier auf der Linie markiert, in der richtigen Reihenfolge, und wir wissen dann ganz genau, wo wir jeweils stehen, was als nächstes kommen wird und so weiter und so fort. Right? And everybody's going to mock you to scorn for believing that, right? Und jeder wird dich wirklich völlig verspotten, dass du an solche Sachen dann glaubst. But every time you say this is what's coming next and it comes to pass, they're going to get more and more convicted, Weil right? jedes Mal, wenn du dann sagst, das ist, was als nächstes kommt, und es tritt dann ein, werden sie immer und immer weiter überführt. Some people who hated you before will humble themselves at your feet, right? Einige Leute, die dich zuvor gehasst haben, die werden kommen und sich vor deinen Füßen demütigen. And some people who loved you before, their hearts will become hard and they will hate you like they're your worst enemy, right? Und manche Leute, die dich vormals geliebt haben, die werden ihre Herzen verhärten und sie werden dich hassen wie der größte Feind. That's the gospel. That's how the Lord is going to finish the work, right? Das ist das Evangelium, und das ist, wie der Herr das Werk hier abschließen wird. Okay, so all this stuff that people out there say, yeah, it's just about having Jesus' character, right? Also all diese Aussagen, die man da draußen so hört, ja, es geht ja nur darum, Jesu Charakter zu haben. It's true in one sense, right? Und die Aussage in einer gewissen Weise ist ja wahr, Because the only entrance way into heaven is to have Jesus' character. denn die einzige Eintrittskarte in den Himmel ist nun mal, den Charakter Jesu zu haben. But I guarantee you one thing, that you will never have the character of Christ without the truth.
Aber eine Sache kann ich euch garantieren, du wirst niemals den Charakter Christi entwickeln können ohne die Wahrheit. Because Christ was made perfect through suffering. He had to walk that path, right? Denn Christus ist vervollkommnet worden durch Leiden. Er musste selbst diesen Weg gehen. And if you don't know the way and the way marks that are along it, you're going to fall off that path and you're not getting into heaven, right? Und wenn du den Weg nicht weißt, dann wirst du von diesem Weg abkommen und du wirst nicht in den Himmel kommen können. So there's no guarantees just because you know these things that you're going to be saved. Aber es gibt auch keine Garantie, dass nur weil du die Dinge jetzt weißt, dass du deswegen gerettet werden wirst. But you can guarantee you one thing, if you don't know them, you certainly won't get there, right? Aber es ist auf jeden Fall garantiert, dass wenn du den Weg nicht weißt, dann wirst du auf jeden Fall auch da nicht ankommen. Okay, it's about trusting in Christ. He's the one that's promised to get him there, and we're not. This is what Lawrence was shown last night. Don't take our eyes off Christ, right? Deswegen, es geht nicht so sehr um uns, sondern er ist derjenige, der uns in den Himmel bringen kann. Und das ist, was wir uns gestern Abend angeschaut haben. Wir dürfen unsere Augen nicht von Christus nehmen. Okay. Christ right here, right? Christus ist genau hier. So this is where our focus must be, and if we trust in these promises and walk in it, keeping our eyes fixed on those promises, He will get us there, right? Also Christus ist hier dadurch dargestellt und wenn wir unsere Augen auf diese Verheißung gerichtet halten und im Glauben darin vorwärts wandeln, dann wird er uns auch bis zum Ende bringen können. Okay. Then let's close with a. Dann lass uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.